So, die Sommerpause ist vorbei. Herzlich willkommen zu Alte Schule Daily. Heute wieder mit einem bekannten Gast von euch und wir haben uns ein spezielles Thema rausgesucht. Ich begrüße ganz herzlich Professor Fritz Indra. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, immer Haben noch Sie, infiziert, halte mich streng an alle Regeln und bisher ist alles gut gegangen und die meisten Leute sind ja auch vernünftig, also soweit alles Paletti. okay, das freut mich, das ist schön zu hören. Wir haben heute ein besonderes Thema und zwar müssen wir mal über Wasserstoff reden. Aber vorher, also es wird ja wild diskutiert, das haben Sie ja auch schon gesehen. Es Ja, gab zwischendurch einen Fernsehauftritt von Ihnen, auch bei Servus TV. Übrigens, da bin ich ganz stolz, ausgelöst durch meinen Kanal, habe ich gehört. richtig. Ja, ja, das Ja, war, ich habe es dem Gerhard Berger geschickt, ein bekannter Rennfahrer, und den habe ich gerade interviewt. der hat dem Didi Mateschitz das gezeigt. Die haben sich Okay, gemeinsam noch einmal angeschaut. Und der Mateschitz, dem gehört ja natürlich auch unter anderem der Sender Servus TV, der hat dem Wegscheider, das ist der Intendant und Servus TV, gesagt, du machst jetzt einmal 45 Minuten nur Fritz Indra. Und da oha, ist diese wunderbare Sendung entstanden, die das erste Mal überhaupt war, dass jemand in einem großen Sender kritische Bemerkungen machen darf zu dem Thema Elektromobilität. Sie also wird wahrscheinlich auch politische, aber in unserem Sinn Folgen haben, weil das haben wohl auch Politiker angeschaut und die zerbrechen sich jetzt den Kopf, was da vielleicht wahr ist dran oder nicht wahr ist. Also vielleicht gibt es da noch irgendeine Attacke. Aber also es ist, nicht ja. gegen, nicht gegen mich, sondern gegen das Elektroauto. Okay, okay. Also es gab auch gegen uns Attacken und gegen mich oder gegen Sie vielmehr über meinen Kanal und dass ich das geteilt habe. Und dann wurde mir immer ein Video eingespielt und da habe ich ganz oft ein Lied bekommen, wie einer den Beitrag von Ihnen anschaut und dazu seine Kommentare abgibt, seine kritischen. Und Ja. das wurde mir x-mal gezeigt oder geschickt. Und da habe ich immer gesagt, Leute, irgendwann habe ich mal nachgeforscht, wer das ist. Und das ist der Firmeninhaber von einer Firma, die Elektroautos Zubehör baut und So ein herstellt. Zufall, hä? Also Zufall. ich war mir jetzt dann nicht ganz sicher, ob der neutral sein kann oder ob der da sehr objektiv ist. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Aber was uns immer oft gesagt wird, ist, dass wir ja vielleicht nicht mit so viel Quellenangaben kommen. Und ich kriege dann immer selber Quellenangaben. Das sind dann immer sehr subjektive Beiträge. Aber gut, wir können ja vielleicht mal so ein paar kritische Stimmen durchhören oder durchgehen. Ja. Eins, was immer wieder durchkommt, ist, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Professor Fritz Indra kommt aus der Verbrennerzeit und da ist er hängen geblieben. So, Sie waren jetzt in der Vorentwicklung, nun ist es kein Geheimnis, Sie sind dieses Jahr 80 Jahre alt geworden, aber Sie haben sich ja früher intensiv mit allen Antriebsarten beschäftigt, oder? Ja, das nehme ich immer für mich in Anspruch, dass ich eben nicht durch irgendetwas fokussiert bin, sondern ich habe in meiner beruflichen Karriere alles gemacht. Das heißt, wir haben Elektroautos entwickelt. Ich war seinerzeit verantwortlich für einen großen Elektroauto-Feldtest auf der Insel Rügen. Und interessanterweise konnte ich feststellen, immer wenn das Elektroauto wieder so ein bisschen einen Push kriegt, dann kommt auch wieder die Elektromobilität. Entschuldigung, dann Die, kommt wieder das Wasserstoffauto. Und es war das so 92 war es herum und da kam dann mein damaliger Chef zu mir und hat gesagt, so, die GM, also die Mutter, die will, dass wir uns mit dem Thema Wasserstoffauto beschäftigen. Und dann musste ich das auch da kennenlernen und machen. Und ich habe meinem damaligen Chef gesagt, aber das wird ja eh wieder nichts, weil es gab ja auch schon beim Wasserstoffauto immer wieder Ansätze wie beim Elektroauto. Und da hat er gesagt, aber Herr Indra, ich sage Ihnen, wenn es im Jahr 2000, also 8 Jahre später, nicht in Serie ist, dann hören wir wieder auf. Jetzt haben wir das Jahr 2020. Ich kenne mich nach wie vor in allen Technologien sehr gut aus und deswegen glaube ich, kann ich da ganz gut den Leuten mitteilen, was wirklich passieren wird und was nicht passieren wird. Sie sind ja auch in der Industrie noch beratend tätig. Ja, Und stehen auch im engen Austausch zu den ganzen Kollegen, die aktuell forschen ja, an alternativen Energien oder auch an Elektroautos oder so. ja. Was sagen die denn irgendwie? Also jetzt sind die der Meinung, dass demnächst Batterien kommen? Also ich meine, der Wirkungsgrad von Elektroautos ist größer, das ist ganz klar. Wenn man jetzt rein sieht, was von der Batterie zum Motor geht. Also die Ja, aber Motoren das erheizen sich nicht so. fürchterliche Fehler, den die Politik macht, indem sie eben nur von der Batterie bis zum Antrieb
schaut und nicht, was davor und danach passiert. Und das ist ein unverzeihlicher Fehler, weil da schaut zwar am Papier das Elektroauto ganz sauber aus, ist aber in Wirklichkeit bei globaler Betrachtung, das müssen wir tun als Ingenieure, das Klima ist auch global, das ist nicht in Deutschland oder Österreich, dann verliert das Elektroauto alle Reize, die es vielleicht hat. Wenn immer ich solche Beiträge höre, dann schaue ich immer oder sehe, schaue ich immer, vor wem ist denn der Beitrag? Wenn der Herr Dies mit seinem Elektro ID3 oder wie der heißt, nach Italien fährt. Mit seiner Tochter war er im Urlaub. Ja, ich hätte erwartet, dass er von Wolfsburg losfährt. Ja. Was hat er gemacht? Er ist von München losgefahren. Wenn er von Wolfsburg losgefahren wäre, hätte er wahrscheinlich seinen Urlaub auf der Autobahn irgendwo verbracht. Besonders bemerkenswert ist dann, wenn man mit seinem Auto mal 12 Stunden im Stau steht, wie das jetzt irgendwo passiert und noch heiß oder kalt ist, man nicht heizen und kühlen darf, dann hätte er viel Erfahrung sammeln können. Also man muss immer schauen, wer sagt was. Und ich bin wirklich ein Unabhängiger und habe mich mit allem beschäftigt. Und was ich immer schon gemacht habe, ich habe geschaut, was haben denn die großen Konzerne gemacht. Und wenn wir beim Thema Batterie sind, dann muss man sich anschauen, was hat denn die Firma Bosch gemacht. Die Firma Bosch hat vor einem knappen Jahr aufgehört mit der Forschung der Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, sie haben sich aus dem Thema Batterietechnik völlig zurückgezogen. Und das ist eine unglaubliche Entscheidung, weil das ist ein Weltkonzern. Das heißt, die Firma Bosch gibt dem reinen Elektroauto keine Chance. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was man einfach bedenken muss. Also, und die wahren Experten auf der Batterietechnik, zu denen ich nicht zähle, die sagen auch alle, Lithium-Ionen war ein schöner Fortschritt, aber es ist weit und breit nichts in Sicht, was besser sein könnte als diese Lithium-Ionen-Batterie. Wenn wir uns das jetzt beim Wasserstoff anschauen, müssen wir auf die Firma Daimler, also Mercedes, schauen. Und da ist was ganz, ganz Bemerkenswertes passiert. Den Politikern ist es offensichtlich wurscht und Leute, die gerne Wasserstoffaktien verkaufen, denen ist es auch egal. Aber die Firma Mercedes war immer in dem Thema Wasserstoff ganz weit vorne. Die haben ganz früh angefangen, noch früher als Opel und GM dann und haben auch 2000 diese Autos gebaut bis vor kurzem. So, und vor etwa einem halben Jahr hat Mercedes bekannt gegeben, dass sie sich aus dem Thema Wasserstoffauto zurückziehen. Das heißt, sie geben diesem Fortbewegungsmittel keine Chance. Ich wusste schon vorher, dass das so kommen wird, weil ich Einblick hatte, wo da das eigentliche Hemmschuh ist. Und der eigentliche Hemmschuh ist die Tankstelle selber, abgesehen davon, dass das Auto auch schlecht ist im Wirkungsgrad. Aber woran es wirklich scheitert, ist die Tankstelle. Und da hat Daimler ganz intensive Forschungen gemacht, hat zuerst gesagt, naja, da könnte man ja diese Riesenmengen Wasserstoff in Tanklastzügen über die Autobahn zur Tankstelle bringen, was nicht ungefährlich ist. Das ist dann gar nicht so viel, weil in diesen Tanklastzügen können sie maximal 50 Bar Druck transportieren, sonst wird es viel zu gefährlich. Also es würden, wenn es viele Wasserstoffautos gäbe, ganz viele dieser Lastzüge mit Wasserstoff dauernd hin und her fahren. Also, was ist der Schluss? Der Schluss ist eigentlich, dass man sagt, man müsse den Wasserstoff an der Tankstelle herstellen. Dazu braucht man natürlich an der Tankstelle riesige Stromkabel. Aber irgendwo muss ja diese elektrische Energie herkommen, damit man den Wasserstoff aus Wasser und Strom überhaupt herstellen kann. So, die lagern dann dort in riesigen Behältern, wieder mit 50 Bar. Und dann passiert das, was die Katastrophe ist. Die Tanks selber, die in den Wasserstoffautos sind relativ klein und werden mit etwa 800 Bar aufgeblasen. So, damit es da zügig hineingeht, braucht man etwa einen Druck von knapp 1000 Bar. 1000 Bar ist unvorstellbar hoch. Das ist so hoch wie eine Wassersäule, die 10 Kilometer hoch ist. Also da oben, wo die Flieger sind, stellen Sie sich vor, da ist eine Wassersäule, dann haben Sie unten 1000 Bar.
Wie macht man denn überhaupt 1000 Bar? Man braucht natürlich mehr als diese 800 Bar, damit es zügig hineinströmt. Dazu braucht man dreistufige Kolbenkompressoren. Sind wir schon wieder fast beim Verbrennungsmotor, also richtige Kolben mit Bleistangen und so. Und die verdichten jetzt dieser Wasserstoff, der dort lagert mit etwa 50 Bar, auf bis zu knapp 1000 Bar. Dazu sind riesige Antriebsleistungen erforderlich, weil irgendeiner muss ja die Kompressoren antreiben. Und jeder weiß, dass beim Komprimieren das Zeug wieder wahnsinnig heiß wird. Damit es nicht zu heiß wird, muss man zwischenkühlen. Also sie pumpen auf einen gewissen Druck, vielleicht 200 Bar wird dazwischen gekühlt, dann auf 600 Bar zum Schluss auf 1000, dann muss wieder auf minus 40 Grad zurückgekühlt werden, sonst geht dieser Wasserstoff wieder nicht in diesen unheimlich schwierigen und hoffentlich sicheren kleinen Tank hinein, der dann im Fahrzeug ist. Und dieser Prozess ist auch vom Wirkungsgrad her natürlich ganz schlecht. Okay, also es klingt für mich eher, ich habe es mal gelesen, dass die Tanks 700 ja, bis 800 Bar haben, die man da mit sich rumfährt. Das klingt auch schon irgendwie so nach Bombe, auf der man da sitzt, aber vielleicht hat man es ja im Griff und dann muss es gekühlt sein. Ja. Aber wenn ein Tank reißt, ist es dann nicht eher flüchtig, das Gas, dass das sofort in der Atmosphäre landet? Oder ist das dann noch, hält sich das da lange und kann Es explodieren? kommt ja darauf an, was passiert, wenn es ganz langsam ausströmt, aber das ist im Fall eines Unfalles unwahrscheinlich. Aber dann kann der berühmte Knallgaseffekt, den man schon in der Mittelschule oder im Gymnasium lernt, zu fürchterlichen Explosionen kommen. Und neulich, glaube ich, ist in Norwegen schon so eine Wasserstofftankstelle mal explodiert. Also ungefährlich ist es in keinem Fall. Man kann jetzt darüber streiten, ob es gefährlicher ist, wenn bei einem Elektroauto die Batterie explodiert. Das ist ja auch was fürchterliches, wenn da so Metallteile mit 1000 Grad durch die Gegend fliegen. Oder ob der Wasserstoffauto jetzt gefährlich oder ungefährlich ist. Bei den Batterieautos hat man ja schon viel Erfahrung. Und in China hat man zum Beispiel jetzt ganz neue Regeln gemacht für die Sicherheit der Elektroautos, weil dort sehr viele explodiert sind. Und die Regierung hat gesagt, wir wollen das nicht mehr sehen, das ist auch schlecht für alles und erlassen jetzt neue Bestimmungen, Sicherheitsbestimmungen für die Elektroautos in China. Und gleichzeitig haben ja auch die Chinesen die Förderungen, sind uns ja weit voraus, nicht erhöht, sondern zurückgefahren und womit natürlich dort die Elektromobilität stark zurückgeht, genauso wie in den USA. Und die Chinesen haben gleichzeitig den Verbrenner jetzt wieder forciert, fördern das wieder auch den Hochschulen. Und diese neuen Verbrennungsmotoren, Gott sei Dank ist da auch eine österreichische Firma, die AVL, mit beteiligt, haben einen sehr viel besseren Wirkungsgrad. Und zusammen mit diesen neuen synthetischen Kraftstoffen, über die man ja immer mehr und mehr, Gott sei Dank, liest, wozu man wieder Wasserstoff braucht. Also da sind wir schon wieder beim Wasserstoff. Das hat China für absolut sauber und klimaneutral beschlossen und das ist auch der einzige Weg, der funktionieren wird. Ja, ich meine, China ist ja auch, das ist übrigens auch eins der kritischen Töne, die immer unter den YouTube-Videos sind, China, China, China. China macht alles besser, China macht alles toll mit der Elektroautoförderung und die wissen genau, wie es geht. Der Strom, der in China produziert wird, also wenn man sich das mal anguckt, ich habe jetzt mal die Bundeszentrale für politische Bildung, die haben eine tolle Grafik im Internet. Ja. Toll ist das nicht, ne? Das meiste kommt aus Kohle oder aus Öl. Und wenn ich mal gucke, neue erneuerbare Energien, da liegen die gerade mal bei 2%. Da liegen wir in Deutschland ja schon relativ sauber, ich glaube bei 22% oder sowas. Ne? Also wenn, dann müssten wir eigentlich sagen, Elektroautos sind hier viel sauberer. Ne? Na, es ist, die Chinesen, und man muss es leider wirklich sagen, sind unglaublich clever. Sie haben sich ja schon, bevor dieser Run losging, diese Rohstoffe in Kongo und in Chile gesichert, haben das alles, die Asiaten haben das alles in ihrer Hand und bestimmen praktisch den Markt. Und man weiß ja auch inzwischen, wie viel Energie man braucht, um diese Batterien überhaupt einmal herzustellen. Das alles vergisst die Regierung in Deutschland oder Österreich. Das ist alles sauber.
aber wie Sie auch schon sagten, es ist überhaupt nicht sauber. In China wird nach wie vor so alle 2, 3 Wochen ein neues Kohlekraftwerk eröffnet. Und was da hinausgeblasen wird, wie weit das den Umweltbestimmungen mit Filter und so entspricht, das entzieht sich der allgemeinen Kenntnis. Man kann sicher sein, dass das der dreckigste Strom ist, den es wahrscheinlich weltweit gibt. Und genau mit diesem Strom machen sie jetzt diese Lithium-Ionen-Batterien, weil der natürlich auch der billigste ist. Und deswegen können sie diese Batterien auch sehr günstig anbieten. Und wenn immer jetzt in Deutschland wieder dauernd diskutiert über eine eigene Batteriefertigung, über neue Werke, die werden absolut nicht konkurrenzfähig sein gegenüber den Chinesen oder den Asiaten, weil die Rohstoffe haben. Und ohne die Rohstoffe können zwar die Rohstoffe aus China kaufen, aber die werden natürlich denen einen Teufel tun und es denen billig verkaufen, sondern die beherrschen einfach den Markt und machen diese Batterien mit dem dreckigen Strom. Und wenn man dann alles zusammenzählt fürs Elektroauto, dann verliert es völlig seinen Charme. Aber das muss man als verantwortungsvoller Mensch machen. Schauen, was passiert vorher und was nachher passiert, ist ja noch viel schlimmer dann beim Recyceln, dass es eigentlich gar nicht gibt. Ich meine, ja, und das ist auch übrigens ein Punkt, dass da wurden mir auch Grafiken gezeigt oder geschickt oder weitergeleitet, dass bei den Akkus inzwischen also viel mehr schon recycelt wird, als das, was Sie immer behaupten. Ich habe mich dann auch nochmal eingelesen, weil ich immer gedacht habe, na, vielleicht täuscht er sich ja an dem Punkt irgendwie, dass die Akkus geschreddert und verbrannt werden, aber es ist tatsächlich noch ein hoher Anteil und die Recyclingquote der Akkus, die nimmt nicht unbedingt extrem zu, oder? Nein, Also ich weiß es nicht. es gibt Pilotanlagen, aber für die, die es nicht wissen, das Recyceln von Lithium, und das braucht man einfach, ist ein unglaublich aufwendiger und teurer Prozess. So, bevor heute einer wirklich Lithium recycelt, wird es geschreddert, verbrannt und er kauft Neues. Weil das Neue ist viel billiger als das Alte zu recyceln. Das ist die Wahrheit über das Recycling von Lithium. Bei Kobalt gibt es scheinbar gewisse Fortschritte, aber ohne Lithium geht es nicht. Und da ist weit und breit nichts in Sicht. Und das Ganze könnte auch ein Problem werden für die Elektromobilität überhaupt, weil den EU-Richtlinien zum Beispiel entsprechend die Recyclingquote, die eigentlich für alle neuen Produkte vorgeschrieben ist, egal ob Waschmaschine oder Auto, das Elektroauto bei weitem nicht erfüllt. Und wir werden schauen, was das erfüllt ja, nicht. Man erwartet so 80% mindestens. Und von einer Batterie 80% recyceln ist undenkbar. Heute nicht und in 10 Jahren auch nicht. Und das Hauptproblem ist dieses Lithium, das so wahnsinnig schwierig zu recyceln ist. Sicher wird es da Fortschritte geben, aber nicht in dem Maß, wie zurzeit Elektroautos verkauft werden sollen. Global ist das nicht toll, weil ja China weg zurückgeht und USA auch. Und Deutschland ist bald das gelobte Land der Elektromobilität. Deswegen baut ja auch der Herr Musk dort ein Werk und nicht in Amerika oder sonst wo. Und da werden wir schauen, wie sich das alles austut und wie diese Förderquoten, die da jetzt immer weiter angehoben werden, auch in Österreich, wie die dazu führen, dass die Leute doch Elektroauto kaufen. Das gibt sicher einen Peak, aber sie sollen ja Ende des Jahres wieder auslaufen. Und dann kommt die kritische Zeit. Ich lege fast meine Hand dafür ins Feuer, dass die wieder verlängert wird. Und vielleicht noch einmal was anderes fällt der Politik leider nicht mehr ein zum Thema Elektroauto. Immer mehr fördern und irre Mengen von Steuergeldern dabei verpulvern. Ja, theoretisch müsste ja die Politik sich da jetzt fast selber ein Bein stellen, wenn die mit ihrer Förderung etwas fördern, was der Recyclingquote, die sie selber ins Leben gerufen haben, nicht entspricht. Also Ja. ich glaube, da geht in Österreich, will da auch jemand vorgehen oder sowas. Ja, oder? ja, da gibt es ganz interessante Ansätze, dass zumindest einmal eine politische Partei auf dieses Thema selber gestoßen oder gestoßen wurden, weiß ich nicht. Auf alle Fälle gibt es da gewisse Bestrebungen, das einmal auf den Tisch des Hauses zu legen. Und das ist gut so, weil es ist ein Unding, etwas zu fördern, was keinen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Das wäre jetzt das Elektroauto. Und beim Wasserstoffauto ist es auch unsinnig, das zu fördern,
weil es technisch gesehen in großer Stückzahl nicht funktionieren wird, wegen dem Tankstellenproblem. Was Daimler in demselben Moment gesagt hat, als sie aus dem PKW-Wasserstoffauto ausgestiegen sind, sie werden sich beim LKW doch noch damit beschäftigen. Da könnte man ja relativ größere Tanks einbauen, da ist das nicht so schlimm mit Platz, und haben ein Agreement mit Volvo getroffen. Und dieses Agreement soll ein riesiges Problem des Wasserstoffautos oder LKWs lösen. Das ist die enorme Hitzeentwicklung. Wenn ein LKW-Zug so einen Berg hochfährt, braucht er dafür so 400, 500 Kilowatt. Das sind so 600 PS etwa. Und wenn Sie das von einem Brennstoffzellenauto abverlangen, entstehen wahnsinnige Hitzemengen, die aber trotz der niedrigen Geschwindigkeit, weil so schnell fährt es der LKW dann nicht dort, die müssen weg. Und dafür gibt es zurzeit überhaupt noch keine Lösung. Aber danach wird geforscht, und ob man das jemals lösen kann, ich weiß es nicht. Also es gibt gewisse Ansätze, dass man sagt, wenn, dann vielleicht beim LKW, aber der PKW, Wasserstoff-PKW ist out. Und eigentlich gibt es ja nur eine Firma, ich glaube es ist Toyota, die sich noch intensiv mit dem Thema beschäftigt. In Deutschland glaube ich BMW ein bisschen. BMW? Ja. Hat es auch mal gemacht. Die haben ja sogar mal einen 7er BMW gebaut mit halb Wasserstoff, halb Verbrennungsmotor, ne? Wo man beides fahren konnte. Ja, da gibt es auch eine gewisse Wiederbelebung. Wie immer wird alles immer wieder aufgewärmt. Und man kann, das ist gerade ein riesiger Vorteil des Verbrennungsmotors, dass der mit ganz, ganz vielen verschiedenen Kraftstoffen betrieben werden kann. Der kann mit Ethanol fahren, mit Methanol, mit den synthetischen Kraftstoffen, mit Erdgas, und der kann sogar mit Wasserstoff betrieben werden, der Verbrennungsmotor. Der wird dann eingeblasen, und BMW hat mit 12-Zylinder-Motor, hat jahrelang damit auch Werbung gemacht und hat dann aber das Thema eingestellt. Und jetzt gibt es wieder Bestrebungen, dass man sagt, lass uns nicht den Weg gehen über die Brennstoffzelle, sondern lass uns den Wasserstoff, wenn man schon an Bord hat, direkt einsetzen im Verbrennungsmotor. Das funktioniert auch. Und da gibt es auch einige Bestrebungen, auch wieder im Lkw-Bereich, dass man sagt, wir wollen da gar nicht elektrisch fahren, sondern wir verwenden den Wasserstoff als Energieträger und nutzen ihn direkt im Verbrennungsmotor. Und das ist nun einmal ein Riesenvorteil, dass die Verbrennungsmotoren mit ganz, ganz vielen verschiedenen Kraftstoffen arbeiten können. Bleibt natürlich immer diese Wirkungsgrad-Thematik. Ich finde es ja ganz schön, oder diese Vorstellung, dass aus dem Wasserstoffauto kommt hinten nur Wasser raus, aus dem Elektroauto kommt hinten gar nichts raus. Ja. Und beim Verbrennungsauto entsteht da, wo es verbrannt wird, natürlich entstehen Abgase und auch viel Hitze. Was glauben Sie denn, wo man wirkungsgradmäßig noch hinkommen könnte, wenn man da noch viel Know-how reinsteckt? Wenn man da alles eben zusammenzählt, ich habe ja vorhin erzählt, wie dieser riesige Druck gemacht wird, dabei geht schon wieder ein Viertel bis ein Drittel der Energie, die im Wasserstoff ins Auto kommt, ist schon wieder weg. Die hat man nur dazu gebraucht, um diesen Wasserstoff auf knapp 1000 Bar überhaupt zu verdichten. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann ist das Wasserstoffauto auch nicht etwas besonders wirkungsgradmäßig Tolles. Es ist dann mit Sicherheit nicht besser als ein ordentlicher Verbrenner. Und das ist natürlich das andere Problem, abgesehen davon, dass es natürlich auch heute noch viel zu teuer ist. Und man braucht auch für diese Brennstoffzellen ganz sauberen Wasserstoff übrigens. Wenn man aus dem Wasserstoff synthetische Kraftstoffe macht, dann muss der Wasserstoff nicht so sauber sein. Aber bei der Brennstoffzelle muss er ganz sauber sein, sonst geht die Brennstoffzelle wieder kaputt. Also es sind da viele, viele Themen, die nicht gegessen sind, an denen gearbeitet wird. Aber was da überbleibt von dem Thema Wasserstoff, PKW ist out, LKW weiß man noch nicht. Das wird sich zeigen, wie man zum Beispiel dieses Hitzeproblem überhaupt in den Griff bekommen kann. Daran arbeitet, wie gesagt, jetzt Volvo zusammen mit Daimler.
Okay. Wo stehen wir gerade beim Wirkungsgrad beim normalen Verbrennungsmotor? Naja, diese neuen Motoren, die da in China, leider in China entwickelt werden und nicht in Deutschland, die haben einen thermischen Wirkungsgrad bis 50%. Das ist Okay. schon sehr, sehr gut, es ist sehr, sehr hoch verdichtet und arbeiten im mageren Betrieb, sind also wirtschaftlich gesehen sehr viel besser als die alten. Und die zusammen mit diesen neuen Kraftstoffen ist die ganze Geschichte absolut sauber. Und diesen Weg, wie gesagt, den geht China voll. Und die Chinesen geben mehreren Technologien eine Chance. Und das ist das, was wir Ingenieure eigentlich wollen. Wir wollen nicht von der Politik vorgeschrieben bekommen, wie Deutschland oder Europa, ihr müsst elektrisch fahren. Nein, die Regierung kann Ziele vorgeben. Aber sie muss den Ingenieuren überlassen, wie man diese Ziele am besten erfüllt und wie man dabei noch zu einem Fahrzeug kommt, das für den Kunden erschwinglich ist. Mhm. Was noch viel wichtiger ist bei der ganzen Geschichte, wir müssen ja etwas machen, was einen wirtschaftlichen Aufschwung wieder sicherstellt in dieser schrecklichen Zeit jetzt. Und das Elektroauto wird überhaupt keinen Beitrag zu dem wirtschaftlichen Aufschwung leisten, weil man bei jedem Elektroauto, muss ja auch unser Italienfahrer, der Herr Dies, zugeben, mindestens 5, wahrscheinlich sind es viel mehr, 1.000 € verliert. Und wie soll man mit einem Produkt, mit dem man kein Geld verdienen kann, damit kann man auch nicht einen wirtschaftlichen Aufschwung erreichen. Das heißt, der wirtschaftliche Aufschwung, der hoffentlich vor uns liegt, wird ausschließlich durch die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sichergestellt. Mhm. Das Elektroauto kann es nicht und das Wasserstoffauto kann es natürlich schon gar nicht, weil es da auch stückzahlmäßig ein Witz ist. Und auch wenn man sich das Elektroauto in der Stückzahl anschaut, ist das natürlich kein Beitrag zu einem wirtschaftlichen Aufschwung. Es ist es eh nicht, weil man damit Geld verliert. Wenn Sie jetzt Leiter der Vorentwicklung aktuell bei, sagen wir mal, VW wären, ein deutsches Unternehmen, wie bekanntermaßen, und die Politik würde nichts fördern, sondern sagen, macht, was ihr wollt, Ja, worauf würden Sie aktuell setzen? Wo würden Sie Ihre Entwicklungskapazitäten reinstecken? äh, ich würde das hineinstecken in ein Produkt, das der Kunde kauft. Mhm. Und es muss erschwinglich sein. Und der Kunde, der Autokunde ist brutal. Das wissen wir schon seit langen, langen Jahren. Er kauft sich das, was für ihn, wie gesagt, erschwinglich ist und mit dem er in 2 Minuten tanken kann und 1.000 Kilometer weit fahren kann. Mhm. Und Tag und Nacht, Sommer und Winter. Er ist wahnsinnig verwöhnt von dem heutigen Auto. Und das funktioniert immer und er kann es nach 8 Jahren auch noch verkaufen. Das Elektroauto ist ja wie bekannt nach 8 Jahren kaputt. Dann wird es geschreddert samt der Batterie und das Kapital ist weg. Aber werden nicht die Batterien, das höre ich, lese ich auch übrigens immer, ist gut, dass Sie das sagen, werden nicht die Batterien danach für so Hauskraftwerke weiterverwendet, wenn sie noch 70% Kapazität haben? Wie heißt das schöne englische Wort Wishful Thinking? Das ist natürlich naheliegend, dass man sagt, naja, die Batterien, die werden dann ausgebaut und irgendwo in ein Haus. Aber es gibt schon so viele unterschiedliche Batterien. Batterien mit 800 Volt, mit 1000 Volt. Und da ist überhaupt nichts, da gibt es keine Regularien. Also das ist wirklich ein Wunschdenken. Das wäre sinnvoll. Aber das ist schon wieder so aufwendig, dass das keiner macht. Und deswegen wird einfach geschreddert und im Hochofen verbrannt. Was da oben rauskommt, das hat bisher noch keiner gemessen. Wenn man jedenfalls so ein Elektroauto brennen sieht, ist es ja unglaublich, was da für schwarze Wolken und für Zeug entsteht. Das sollte man auch einmal zusammenfassen von der Politik, weil sie ist verpflichtet, eigentlich das Bild gesamtheitlich darzustellen. Also wenn Sie mich fragen, was würde man heute machen? Prinzip, man soll die Chinesen nicht zu viel loben. Sie machen es richtig. Sie denken an den Kunden und sagen, er wird nichts kaufen, abgesehen von den Reichen, die kaufen natürlich einen Tesla oder irgend sowas. Ne? Er wird nichts kaufen als das, was schlechter ist, als das, was er hat. Daran scheitert das Elektroauto in großer Stückzahl und daran scheitert natürlich auch das Wasserstoffauto. Also muss man sagen, was macht man denn, damit der Kunde
genauso weit fahren kann, vielleicht noch sparsamer und noch sauberer fahren kann. Und dann sind wir genau bei dem Weg, den die Chinesen gehen, die Asiaten, neue Verbrennungsmotoren, die aber sehr konventionell ausschauen, aber überall verbessert sind, die noch sauberer verbrennen, die noch bessere Abgasnachbehandlung haben, die zusammen mit diesen neuen Kraftstoffen. Und dann ist das Thema erledigt. Das Schlimme ist jetzt wieder, dass das nicht gefördert wird. Die Politik fördert zurzeit noch nicht diese synthetischen Kraftstoffe, aber sie wird es bald tun müssen, weil es dabei immer mehr Interessen gibt, auch länderweise. In Österreich gibt es dann eine Gruppe auch wieder zusammen mit der AVL. In Deutschland wurde jetzt ein Konsortium gegründet. Und warum fördert sie nicht? Weil das natürlich absolut gegen das Elektroauto ist. Ein Verbrennerauto mit neuen Motoren, mit synthetischen Kraftstoffen ist viel sauberer und kann viel länger genutzt werden als ein Elektroauto. Das war da wieder 30, 40 Jahre können Autos mit verbrennenden Oldtimer fahren 100 Jahre. Und das Elektroauto ist, wie gesagt, nach 8 Jahren fertig. Manche halten ein bisschen länger, je nachdem, ob es viel in der Sonne gestanden sind oder nicht. Oder oft schnell aufgeladen wurden. Das ist auch wieder schlecht für die Lebensdauer. Also der Verbrenner, den muss man noch sparsamer machen, noch sauberer machen. Und dann diese synthetischen Kraftstoffe hinein, die ja nicht nur fürs Auto gut sind, die helfen dem LKW, den Flugzeugen, den Schiffen, die kann man überall einsetzen und die leisten wirklich einen Beitrag zum Klimaschutz, was das Elektroauto eben nicht tut, wenn man es global, gesamtheitlich sieht, aber diese Verpflichtung haben wir, alle Produkte gesamtheitlich zu sehen. Nun gibt es ja einige Länder in Europa, die sich schon eigentlich definitiv aus der Verbrennertechnologie verabschiedet haben. Also es gibt ja Norwegen, nehmen wir zum Beispiel mal, die ganzen skandinavischen Länder oder so, da gibt es ja tatsächlich einen Fahrplan, wo man sagt, ab 2024 oder ich weiß nicht, 26, 27 werden keine Verbrennungsmotoren mehr gebaut, nicht mehr verkauft, dürfen nicht mehr zugelassen werden. Glauben Sie, dass man davon nochmal zurückgeht oder bleibt das dabei? Natürlich muss man zurückgehen. Sie können sonst keine Autos verkaufen. In Norwegen gibt es ja auch schon Probleme mit den Elektroautos. Die sagen ja auch schon, bitte keine mehr kaufen, weil die den Strom gar nicht zur Verfügung stellen können an diesen vielen verschiedenen Orten. Also da wird bei weitem nicht so heiß gegessen wie gekocht. Und wenn die keine Autos mehr haben wollen, es gibt ja auch Grüne, die sagen heute in Diskussionen, ja, ist eh gut, wenn die deutsche Autoindustrie zusammenbricht, weil eigentlich brauchen wir überhaupt keine Autos mehr. Braucht man doch gar nicht mehr. Ne? Also da ist so viel Politik da drinnen, dass es eigentlich schrecklich ist. Und natürlich wird das alles verschoben werden und dann wird man Ausreden finden und sagen, naja, jetzt verschieben wir noch einmal. Genauso bei den horrenden Stückzahlen, die da immer wieder geschätzt werden, wann wie viel Prozent Elektroautos, was im Jahr 2030 angeblich 50% Elektroautos, alles völliger Unsinn. Leute kaufen es nicht. Und wie gesagt, müssen wir an den Produkten arbeiten, wo der Kunde keinen Nachteil hat. Sonst kauft er es nicht. Und da bleibt immer wieder nur zum Schluss neue Verbrennungsmotoren über mit diesen neuen Kraftstoffen. Okay. Jetzt hat der ADAC gerade eine neue Rennserie vorgestellt. Die High Race League, die ab 2023 mit Wasserstoffautos laufen soll. Haben Sie davon gelesen? Nein, ich stehe immer nur mit den Sätzen, diese Formel E, wo die Elektroautos da im Kreis fahren elektrisch und hinter den Boxen stehen die riesigen Dieselmotoren, die Generatoren antreiben und dort den Dreck in die Luft hauen und dann wird dieser Strom in die Formel E-Autos hineingefüllt und dann sagt man, die fahren sauber rum. Es ist wirklich ein Betrug an den Zuschauern und an der Umwelt, was sich da abspielt. Und beim Wasserstoff, ja, da gab es übrigens auch den Ansatz, nachdem ein mir bekannter, sehr guter Journalist in Deutschland herausgefunden hat, woher der Strom bei der Formel E kommt. Nämlich, die stehen da, jetzt sind gut abgeschirmt, damit sie keiner sieht. Und dann hat er die Verantwortlichen der Serie da Formel E gefragt, womit laufen denn eigentlich diese Dieselmotoren? Oder diese Motoren haben gesagt, ja, wir versuchen ja mit Glycerin und mit synthetischen Kraftstoffen, damit sauber wird. Und die Firmen, die da reingehen, wie Porsche oder Mercedes oder wer da alle mitfährt,
die waren fürchterlich erstaunt, dass da hinten der Strom mit ganz ordinären Dieselkraftstoff gemacht wird und sich keiner drum schert. Höchst peinliche Geschichte. Und gerade jetzt wieder, waren in Berlin, glaube ich, ein paar Rennen, hat ein Journalist die Verantwortlichen gefragt, ja, was macht's denn jetzt? Sie mussten zugeben, dass diese Dieselaggregate wirklich ordinären Diesel verarbeiten und dreckig sind. Aber sie haben gesagt, na, vielleicht können wir das dann auch mit Wasserstoff machen. Also da wird so viel Unfug getrieben, dass es einem als Ingenieur immer das Herz umdreht. Das ist nicht so. Auf jeden Fall ist am 18. August ist die Rennserie für den Motorsport der Zukunft vorgestellt worden. Und die Projektpräsentation, also die Rennen werden mit 800 PS starken Wasserstoffautos ausgetragen. High Race League heißt das weltweit ab 2023. Und beteiligt an der einer Produktpräsentation haben ADAC, DEKRA, DMSB, HWA, Schaeffler und Weser am 18. August gemeinsam ein zukunftsweisendes Konzept für nachhaltigen Motorsport vorgestellt. Es ist unvorstellbar. Ne? Und da frage ich mich dann auch wieder, wie kommt der Wasserstoff dann in diese Autos hinein? Und da stehen dann hinter den Boxen auch wieder diese riesigen Kompressoren und da die werden wieder angetrieben mit dreckigen Dieselmotoren. Also das Ganze ist wirklich eine Verdummung der Gesellschaft und dagegen muss man eigentlich ankämpfen. Das kann man sich so nicht gefallen lassen. Gut, also Herr Professor Indra, ich hoffe vielleicht ein Stück weit geht es hier in die richtige Richtung. Bin gespannt auf die Kommentare. Ja, aber wir sind ja inzwischen Kummer gewohnt. Naja, aber das berührt mich überhaupt nicht, weil ich, wie schon am Anfang gesagt, wirklich mich mit allen Antriebstechniken beschäftigt habe und deswegen genau weiß oder abschätzen kann, was hat da eine Chance und was hat keine Chance. Also da können die schreiben, der Indra ist ein alter Tati oder so irgendwas, das juckt es. Natürlich bin ich alt, aber ich bin auch durch die beratenden Tätigkeiten, die ich immer noch mache, und das ist ganz toll, bin ich wirklich up to date, was sich da auf der Welt so alles abspielt. Und das gibt mir dann die innere Ruhe, dass ich sage, na, lass den schreiben, was er will. Es ist mir egal. Ich bin da nicht ganz so ruhig irgendwie. Ich denke dann immer noch, oh Gott, vielleicht haben die recht, aber dann forsche ich selber ein bisschen nach und dann denke ich, na, vielleicht ich habe nicht alles so sauber wie die Elektrogänger. Ein paar Jahre voraus, also Sie werden dann in meinem Alter auch anders drüber denken können. Fahre ich vielleicht immer noch mit Verbrennungsautos. Herr Professor Indra, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die interessanten Einblicke in die Wasserstofftechnologie. Ja. Grüßen Sie Gerhard Berger, wenn Sie ihm das neue Video zeigen. Vielleicht kriege ich dann über den Herrn Mateschitz wieder eine Sondersendung. Ja, wäre doch toll, vielleicht darf ich auch mal mitkommen, zumindest im Publikum sitzen ja, und über alte Autos reden. Na gut, also dann machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Danke, Sie auch.